Dies hier ist medizinischer Alkohol. Für das Personal in Spitälern gehört es seit jeher zu der normalen Routine, dass sie sich vor dem Eintritt zum Beispiel in ein Patientenzimmer die Hände desinfizieren. Für uns ist es insbesondere in der Corona-Krise von Relevanz geworden, weil auch wir uns bei Läden, was weiß ich, bei Schulen, überall wo wir reingehen, uns die Hände zunächst desinfizieren müssen. Als wir neulich in eine Moschee eintreten wollten, da stand wiederum so eine Flasche da beim Eingang. Die Leute haben sich auch brav die Hände desinfiziert. Da fragte mich meine Tochter, ja Abby, ist das überhaupt zulässig? Wie kann es sein, dass wir unsere Hände mit einem Stoff desinfizieren, der per Definition Najis ist? In der Tat, ich war einigermaßen erstaunt, habe mir darüber auch nicht viel Gedanken gemacht bisher. Ist es so, dass die 4 Rechtsschulen im Islam allesamt den Alkohol als Najis eingestuft haben und damit analog zu einem anderen Stoff, der als solches befunden wird, eigentlich aussagen, dass wenn jemand mit dem in Kontakt kommt, dass er sich reinigen muss davon, bevor er ins Gebet geht. Und wie soll das gehen? Also wenn zum Beispiel auch nur ein Tropfen davon auf mein Hemd kommt, während ich meine Hände hier ein bisschen flux in Action sozusagen einreibe, dann müsste ich eigentlich mein Hemd, allenfalls noch meine Hose wechseln, bevor ich dann das Gebet verrichte. Ja, und begründet wird dieses Urteil mit der Ayat im Koran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ja, in der Tat, Rijzum min amali shaitan, und man soll sich von diesem Rijz fernhalten. Doch allerdings geht die Ayat ja auch weiter, beziehungsweise es folgt eine weitere Ayat danach. Da heißt es, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Und wenn man diese zweite Ayat dazu nimmt und sich das zusammensetzt, in Kontext setzt, dann ist der Fall völlig klar, dass damit gemeint ist natürlich das Konsumieren des Al-Khamr, ja, also das Trinken des Khamrs, weil anders wäre ja nicht zu erklären, weshalb durch eine Desinfikation der Hände zum Beispiel jetzt, ja, im medizinischen Bereich Feindseligkeit und Hass zwischen den Gläubigen geschürt werden soll, beziehungsweise inwiefern das vom Gedenken an Allah ablenken soll, wenn man sich die Hände desinfiziert, oder aber eben vom Gebet ablenkt. Und das ist ja offenkundig, denn es gibt ja auch weitere Evidenz im Koran und der Sunna, insbesondere auch, wo der Khamr jedes Mal mit der Frage des Sukr, yani des Sakranwerdens, ja, also des Betrunkenwerdens, des Verlieren der Denkfähigkeit der Rationalen auch, um eben dann zu erkennen, was richtig und was falsch ist, in Verbindung bringt. Und damit gesehen ist es eigentlich völlig klar, es gibt ja auch mehrere Gelehrte, die diesem Urteil der 4 Madahib hier nicht gefolgt sind und die den Alkohol als rein betrachten. Unter ihnen Abu Dawud al-Isbahani zum Beispiel, al-Bahiri, aber auch viele mehr neuzeitliche Gelehrte sind dem auch nicht gefolgt, zum Beispiel al-Uthaymin, ja, soviel ich weiß auch al-Albani und andere haben das nicht so gesehen, dass der Alkohol an sich eine Substanz ist, die eine innere Unreinheit besitzt, die also in der Lage ist, das Kleid oder auch den Körper unrein zu machen und dann wiederum verlangt, dass man sich waschen müsste. In dem Sinne ein Taysir und eine Erleichterung. Vielleicht noch kurz die Frage, weshalb haben denn die Gelehrten in der Zeit, ja, in der frühen Zeit, im 8., 9. Jahrhundert und so weiter, den Alkohol nur aus der Perspektive, ja, des Sharb al-Khamr, yani des Trinkens, des Konsumierens des Khamrs betrachtet und sind nicht damals schon auf die Idee gekommen, dass es ja für Desinfektionszwecke und so weiter von Nutzen sein könnte, wenn man bedenkt, dass ja auch im Koran noch eine Ayat gibt, wo es heißt, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
Ja, also der Alkohol hat sowohl Sünde wie auch Nutzen, ja, heißt es im Koran, wobei natürlich die Sünde als größer bewertet wird als der Nutzen. Aber auch vor diesem Hintergrund könnte man sich fragen, warum ist man nicht darauf gekommen, dass im Alkohol auch Nutzen liegen kann, insbesondere im medizinischen Bereich. Nun, die Antwort ist einfach, Alkohol als Desinfektionsmittel kennt man erst seit dem 14. Jahrhundert, also viele, viele hunderte Jahre nach den großen Gelehrten der 4 islamischen Rechtsschulen. Auch übrigens Ibn Hazm hat sich in diesem Punkt so festgelegt, dass der Alkohol nicht rein sein soll und damit ein Problem ist für den Betenden, wenn es auf sein Kleid kommt. Aber wie gesagt, heute wissen wir natürlich schon seit geraumer Zeit, dass der Alkohol durchaus eben auch, wie es im Koran heißt, Nutzen hat, ja, wenn er nicht getrunken wird, sondern eben im medizinischen Bereich eingesetzt wird. Und entsprechend kommen Gelehrte je länger, je mehr zur Ansicht, dass der Alkohol an und für sich nicht eo ipso, also aus sich selbst heraus, unrein ist. Zusammengefasst, Fazit, der Alkohol darf verwendet werden, um die Hände zu desinfizieren. Auch wenn der Alkohol in Kontakt kommt mit der Kleidung und so weiter und so fort, ist das kein Problem, soweit man die Ansicht oder der Ansicht folgt, dass er rein ist und eben nicht Najis, so wie das die Gelehrten der 4 Rechtsschulen damals gesehen haben. Rahimahumullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.